Liebe Eltern, wir möchten Sie herzlich willkommen heißen. Wir von der Polizei haben zusammen mit der Suchtprävention ein Video zu Substanzen und Suchtmitteln produziert. Die Untertitel von diesem Video sind in verschiedenen Sprachen verfügbar und die einzelnen Kapitel kann man unten im Video aussuchen. Kinder und Jugendliche sind grundsätzlich strafmündig ab 10 Jahren. Wenn ein strafbares Verhalten vorliegt, dann wird durch die Polizei eine Anzeige verfasst und von der Jugendanwaltschaft rapportiert. In gewissen Fällen kann ein Ordnungsbus ausgestellt werden, da muss die jugendliche Person einfach 15 Jahre alt sein. Ein Beispiel wäre, wenn eine jugendliche Person durch eine Polizeipatrouille kontrolliert wird, weil er oder sie einen Joint raucht. Bei dieser Kontrolle stellt man dann fest, dass die Person noch Marihuana auf sich trägt. In so einem Fall wird dann ein Rapport geschrieben und an die Jugendanwaltschaft verfügt. In gewissen Fällen geht eine Kopie von diesem Rapport ans Strassenverkehrsamt und die haben die Möglichkeit, dann weitere Massnahmen zu verfügen. Die Jugendanwaltschaft kann Schutzmaßnahmen oder Strafen verfügen. Zu den Strafen gehört der Verweis. Der Verweis ist eigentlich das Gleiche wie eine gelbe Karte im Fußball. Eine Verwarnung. Der Jugendliche kommt mit einem blauen Auge davon. Als nächstes bei den Strafen haben wir die persönliche Leistung. Dort ist bis 15 1 bis 10 Tage, wo die Jugendanwaltschaft am Jugendlichen verfügen kann. Das heisst, der Jugendliche muss beim Hausabwart zum Beispiel helfen arbeiten, die Anzahl Tage, die er bekommt. Über 15 kann es bis 3 Monate gehen, die persönliche Leistung. Der Jugendanwalt kann ab 15 Bussen aussprechen. Die Höhe der Busse entscheidet der Jugendanwalt. Ab 15 ebenfalls kann er Freiheitsentzug bis 1 Jahr aussprechen. Also 1 Jahr ist das Maximum. Ab 16 nachher bis Maximum 4 Jahre Freiheitsentzug. Ebenfalls kann der Jugendanwalt Schutzmaßnahmen verfügen. Hier unterscheidet man zwischen ambulant und stationär. Bei den ambulanten gehört die Aufsicht dazu. Ebenfalls zu den ambulanten Schutzmaßnahmen gehört die persönliche Betreuung und die ambulante Behandlung. Die ambulante Behandlung kommt dann zum Zug, wenn der Jugendliche in einer psychiatrischen Klinik oder sonst an einem Suchtleiden erkrankt ist. Zu den stationären Massnahmen gehört die Unterbringung des Jugendlichen in einem Heim oder in einer Einrichtung. Nebst dem Verhindern von Straftaten geht es in der Prävention um das Wohl und die gesunde Entwicklung der Kinder. Wichtig ist das Zusammenspiel der MultiplikatorInnen, um die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen zu stärken. Das können Schulsozialarbeitende, Lehrpersonen oder Eltern sein. Sie versuchen wir zu unterstützen. Als Einstieg haben wir für Sie ein paar Aussagen. Sie müssen dabei entscheiden, ob das ein Mythos ist oder eine Tatsache. Aussage Nummer 1. Vapes rauchen bringt kein gesundheitliches Risiko mit sich. Mythos oder Tatsache? Das ist ein Mythos. Viele von diesen Vapes haben Nikotin und sind darum auch suchtfördernd. Zudem fehlen noch Studien, was die langzeitlichen Folgen könnten sein. Aussage Nummer 2. Ein Jugendlicher, der mehr als 2 Stunden am Tag gamet, ist süchtig. Mythos oder Tatsache? Das ist ein Mythos. Die Zeit allein reicht nicht aus, um von einer Sucht zu reden. Es braucht noch ganz viele andere Kriterien, die erfüllt sein müssen. Letzte Aussage. Jeder Mensch kann süchtig werden. Mythos oder Tatsache? Das ist eine Tatsache. Jeder Mensch kann süchtig werden. Neben biologischen Faktoren gibt es noch ganz viele andere Gründe und Faktoren, die zu einer Sucht führen können. Verbote allein reichen nicht, um Kinder und Jugendliche vor einem Verhalten zu schützen, das negative Folgen haben könnte. Wichtig ist, dass wir Kinder und Jugendliche in ihren Kompetenzen stärken. Das hilft, dass sie sich gesund entwickeln können und einen Umgang mit Substanzen und Verhaltensweisen entwickeln können. Sehr wichtig ist, ein grosser Teil von dem passiert daheim im Erziehungsalltag. Zigaretten, Snus und Schnupftabak fallen unter das Tabakproduktegesetz vom Bund. Dabei gilt, dass ab 18 Jahren Nikotinprodukte abgegeben und verkauft werden. Vapes, E-Zigaretten, E-Verdampfer und E-Shishas fallen seit dem 1.10.2024 ebenfalls unter das Tabakproduktegesetz. Die Produkte werden auf Social Media für die Zielgruppe der jungen Erwachsenen sehr hoch angepriesen und sind momentan in aller Munde. Wichtig ist hier dabei zu erwähnen, dass medial und gesellschaftlich die Meinung gilt, dass die neuzeitlichen Tabakprodukte weniger schädlich sind als die herkömmlichen Nikotinprodukte. Aus Sicht der Prävention gilt es aber genau dort genauer hinzuschauen. Der Verkauf von Alkohol ist kantonal geregelt. In verschiedenen Kantonen gibt es verschiedene Mindestalter. Im Aargau gilt, dass ab 16 Bier, Wein und gegorener Most verkauft werden. Ab 18 dürfen dann Spirituosen, Alkopops und Aperitifs verkauft werden.
Neben der Gesetzgebung ist wichtig, dass die Eltern den Kindern aufzeigen, was für Konsequenzen der Konsum von Alkohol haben kann. Und dass ein zu starker Rausch auch handlungsunfähig machen kann. Der Konsum von Alkohol ist in der Bevölkerung stark verbreitet und Jugendliche sind eigentlich nicht die Zielgruppe, die am meisten Alkohol konsumieren, sondern das sind eher die älteren Personen. Es zeigt sich aber, dass junge Menschen eher zu einem übermäßigen Konsum von Alkohol in gewissen Situationen tendieren. Darum gilt es, die Jugendschutzmaßnahmen konsequent umzusetzen und die jungen Personen über den Konsum von Alkohol und vor allem den Mischkonsum zu informieren. Der Konsum von THC beim Kiffen kann einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Der übermäßige Konsum von Marihuana kann die körperliche und die psychische Entwicklung von Jugendlichen beeinträchtigen. Bei einer Überdosierung kann das zu Kreislaufproblemen oder Übelkeit führen. Möglich sind auch Zustände von Angst, Panik, Wahn oder Verwirrtheit. Die Polizei zeigt Jugendliche an, wenn sie zum Beispiel Marihuana konsumieren. Bei diesen Interventionen werden sie als Eltern aber immer informiert. Die überwiegende Mehrheit der Cannabis-Brauchenden liegt bei der Altersstufe unter 35. Aus präventiver Sicht sind folgende Punkte wichtig. Kein Konsum bei Unwohlsein oder bei einer Aktivität, wo man sich konzentrieren muss. Kein Mischkonsum. Bei Konsum auch wissen, was man konsumiert. Vorsicht bei Überdosierung. Und um die Entstehung von einer Abhängigkeit zu vermeiden, sollte man die Häufigkeit des Konsumieren möglichst gering halten. Mischkonsum von verschiedenen Substanzen wie Alkohol, Medikamente oder weitere Drogen erhöht die Gefahr von gesundheitlichen Schäden enorm. Für die Konsumierenden entstehen grosse Risiken. Das könnte zu Krampfanfällen, über Bewusstlosigkeit und bis zum Tod führen. Darum ist beim Mischkonsum unbedingt besondere Vorsicht geboten. Ganz wichtig ist der Satz: 1 + 1 ist nicht gleich 2. Werden 2 oder mehrere Substanzen konsumiert, sind die Folgen unvorhersehbar. Das heisst, das entspricht oft nicht der Kombination der Einzelwirkungen dieser Substanzen. Die Risiken, die dort entstehen, sind darum auch nicht abschätzbar. Was auch sehr wichtig ist, dass sich die Substanzen nicht gegenseitig aufheben. Das heisst, wenn ich etwas konsumiere, das mich aufpusht, und nachher etwas konsumiere, das mich dämpft, dann hebt sich das nicht wieder auf. Das heisst, es gibt nicht 1 - 1 = 0. Oft ist es so, dass man nicht genau weiss, was man konsumiert. Verschiedene Substanzen werden mit Streckmitteln gestreckt oder mit anderen Sachen vermischt. Sehr oft werden starke Schmerzmittel oder rezeptpflichtige Schlaf- und Beruhigungsmittel mit Alkohol, Cannabis oder anderen Drogen konsumiert. Achtung, jetzt wird es kompliziert. Medikamente wirken teilweise an den gleichen Rezeptoren im Körper wie der Alkohol. Zu diesen Medikamenten gehören Beruhigungsmittel, Schlafmittel und Antidepressiva. Darum sollte man es nicht gleichzeitig einnehmen. Medikamente sollten nur unter ärztlicher Verordnung und nie mit Alkohol konsumiert werden. Beim Konsum von dämpfenden Medikamenten mit Alkohol kann das zu einer Atemlähmung führen bis zum Tod. Nicht nur in Kombination mit dämpfenden Medikamenten, sondern auch mit aufputschenden oder euphorisierenden Medikamenten kann der Konsum problematisch sein. Mischkonsum bringt immer Risiken mit sich. Wichtig für Sie: der Handel mit rezeptpflichtigen Medikamenten ist strafbar und wird entsprechend von der Polizei verfolgt. Achten Sie darauf, dass Sie die Medikamente sicher aufbewahren, damit die Kinder und auch die Jugendlichen nicht an diese Medikamente herankommen. Für Sie als Eltern ist es wichtig, mögliche Erkennungsmerkmale zu kennen und zu beachten. Vermindert die Kontrollfähigkeit vom Verhalten von Ihrem Kind. Wenn das Kind immer mehr Kontrolle verliert von dem, was es eigentlich machen will. Ein weiteres Merkmal ist, wenn das Kind die eigenen Interessen vernachlässigt und trotz schädlicher Folgen weitermacht. Sozialer Rückzug, Blässe und sonst Unterdrückung von normalen Sachen ist ebenfalls ein Zeichen von Erkennungsmerkmal für Sie als Eltern. Vermehrte Absenz von Schulen und Arbeit und Konsum, um sich vor schlechten Gefühlen und Sorgen zu entspannen. Ebenfalls ein Merkmal ist, wenn das Kind mit starken Aggressionen reagiert, wenn es nicht konsumieren kann. Schulden machen, stehlen und betrügen sind ebenfalls Warnzeichen. Suchtverhalten, durch das angehende Suchtverhalten des Kindes, kann Schamgefühl beim Kind selber auslösen. Es kann sogar so weit gehen, dass es auch Selbstmordgedanken hat. Nehmt diese Anzeichen ernst. Sie sehen, die Anzeichen sind vielseitig. Sie kennen das Kind am besten. Hören Sie auf euer Bauchgefühl, wenn Sie merken, es verändert sich. Sobald Sie eine Veränderung wahrnehmen bei Ihrem Kind und Sie als Eltern das belastet, müssen Sie sofort handeln. Gehen Sie mit Ihrem Kind ins Gespräch und holen Sie, wenn nötig, Unterstützung. Für die Prävention sind eine klare Haltung, die Vorbildfunktion
und noch die Interessen an der Aktivität der Kinder wichtig. Außerdem ist es wichtig, eine Vertrauensbasis aufzubauen, damit man auch über Gefahren mit den Kindern sprechen kann. Die Kinder können sich nämlich besser entwickeln, wenn sie Vertrauenspersonen in ihrer Umgebung haben. Regeln geben Kindern Sicherheit, auch wenn sie nicht immer eingehalten werden. Wichtig ist, die Verantwortung die liegt bei den Eltern. Überlegen Sie sich gut, was Ihnen persönlich wichtig ist, weil das ist die Basis, um nachher gemeinsam mit dem Kind eine Regel zu vereinbaren. Sie sind grosse Vorbilder für Ihre Kinder. Nehmen Sie Ihre Vorbildfunktion ernst im Umgang mit digitalen Medien, Substanzen oder Medikamenten. Wichtig, bleiben Sie im Gespräch mit Ihrem Kind und lassen Sie sich auf die Lebenswelt für Ihrem Kind ein. Reden Sie mit Ihrem Kind über Gefahren und Risiken und nehmen Sie eine klare Haltung ein. Liebe Eltern, wir sind bereits am Ende des Videos angekommen. Schön haben Sie sich Zeit genommen. Noch wichtig, falls Sie mal nicht weiter wissen, es gibt ganz viele Fachstellen im Kanton, wo Sie Hilfe bekommen. Zum Beispiel die Zuchtberatung AGS oder im Bezirk Baden das BZB+. Zögern Sie nicht, sich Hilfe zu holen.